Hallo zusammen, wir wissen, es gibt trennbare und untrennbare Präfixe. Es gibt aber noch eine dritte Gruppe, die manchmal trennbar, manchmal untrennbar ist. Diese Gruppe werden wir in diesem Video kennenlernen. Was ist hier richtig? Sagen wir durchgefahren oder durchfahren, hintergegangen oder hintergangen, übergezogen oder überzogen, umgestellt oder umstellt, untergegraben oder untergraben, wiedergeholt oder wiederholt. Beide Verben sind richtig, aber jedes Verb bedeutet etwas anderes. Wir schauen uns diese Präfixe gemeinsam an. Das erste Präfix ist durch. Durch kann trennbar und auch untrennbar sein. Beispiele dafür: Durchfahren ist durchgefahren. Durchfahren ist hier trennbar und bedeutet durch einen Ort ohne Aufenthalt, ohne Pause fahren. Zum Beispiel: Wegen der Baustelle fährt die U-Bahn durch. Die U-Bahn hält nicht an, fährt weiter. Wir sind bis zur nächsten Stadt durchgefahren. Das heißt, wir haben keine Pause gemacht. Das Präfix durch kann auch untrennbar sein. Durchfahren hat durchfahren und bedeutet durch einen Ort mit Pausen, aber vom Anfang bis zum Ende fahren. Zum Beispiel: Der Bus durchfährt die Stadt bedeutet, der Bus fährt vom Anfang bis zum Ende der Stadt, aber in der Stadt haben wir Bushaltestellen und der Bus hält an. Wir haben die Schweiz durchfahren bedeutet, wir sind vom Anfang bis zum Ende der Schweiz gefahren. Unterwegs haben wir aber Pausen gemacht. Das nächste Präfix ist hinter. Hinter kann auch trennbar, untrennbar sein. Ein Beispiel dafür: Hintergehen ist hintergegangen. Hinter ist hier trennbar und bedeutet nach hinten gehen. Beispiele dafür: Sie geht jetzt hinter bedeutet, sie geht jetzt nach hinten. Er ist gerade in den Garten hintergegangen bedeutet, er ist jetzt in den Garten nach hinten gegangen. Hintergehen kann auch untrennbar sein. Hintergehen hat hintergangen und bedeutet jemanden täuschen, jemanden betrügen. Beispiele dafür: Ich hintergehe sie nicht bedeutet, ich täusche sie nicht, ich betrüge sie nicht. Er hat seine Frau hintergangen bedeutet, er hat seine Frau getäuscht, er hat seine Frau betrogen. Das dritte Präfix ist über. Über kann trennbar und auch untrennbar sein. Überziehen hat übergezogen, ist ein Beispiel dafür und bedeutet ein Kleidungsstück über den Körper ziehen. Sie ziehen etwas, sie ziehen eine Jacke über. Da haben wir auch Sätze: Ich ziehe eine Jacke über, es ist kalt. Sie hat den Rock zur Anprobe übergezogen. Überziehen hat aber eine andere Bedeutung, indem das Präfix über untrennbar ist. Überziehen hat überzogen und bedeutet die Grenze von etwas überschreiten. Ich überziehe das Tempo nie. Zum Beispiel: Sie dürfen in der Stadt 50 fahren und Sie fahren mehr als 50. Das heißt, in diesem Fall überziehen Sie das Tempo. Er hat bei seinem Vortrag überzogen bedeutet, er hat bei seinem Vortrag mehr Zeit gebraucht, als erlaubt ist. Das nächste Präfix ist um. Um kann auch trennbar und untrennbar sein. Beispiele dafür: Umstellen hat
umgestellt. Da haben wir das Präfix als ein trennbares Präfix. Und umstellen bedeutet hier etwas anders stellen. Wir können sagen, ich stelle heute meine Möbel um. Wir haben die Wörter im Satz umgestellt. Man kann Möbel umstellen, man kann Wörter im Satz umstellen und so weiter. Da ist trennbar. Wir haben aber ein anderes Verb umstellen. Umstellen hat umstellt und bedeutet jemanden etwas umringen, umzingeln. Beispiele dafür: Die Polizei umstellte das Haus. Das heißt, die Polizei umzingelte das Haus. Die Jäger haben das Wildschwein umstellt. Das heißt, die Jäger waren um das Wildschwein herum. Unter kann auch trennbar und untrennbar sein. Untergraben hat untergegraben, da ist unter trennbar und bedeutet etwas unter die Erde graben. Beispiele dafür: Das Kind gräbt sein Spielzeug unter. Sie haben den Schatz im Wald untergegraben. Da haben wir untergraben mit dem trennbaren Präfix unter. Untergraben hat aber eine andere Bedeutung. Untergraben hat untergraben, da ist unter untrennbar und untergraben bedeutet hier etwas langsam zerstören. Beispiele dafür: Das Rauchen untergräbt die Gesundheit. Sie haben seinen Ruf untergraben. Wieder ohne kann auch trennbar und untrennbar sein. Beispiele dafür: Widerspiegeln hat wieder gespiegelt, da ist wieder trennbar. Widerspiegeln bedeutet, etwas lässt sich als Spiegelbild erkennen. Ein Beispiel dafür: Das Wasser spiegelt Bäume und Berge wider. Wenn Sie ins Wasser schauen, sehen Sie Bäume und Berge. Seine Augen haben Freude wieder gespiegelt. Das Verb widerspiegeln kann auch im Präsens und im Präteritum untrennbar benutzt werden. Ein anderes Verb ist widersprechen, hat widersprochen, da ist wieder untrennbar. Widersprechen bedeutet etwas für unrichtig erklären. Sie hören etwas und Sie sind dagegen. Sie erklären es für unrichtig. Wir sagen, er widerspricht mir nie. Sie haben seinen Worten widersprochen. Das letzte Präfix ist wieder. Wieder kann auch trennbar und untrennbar sein. Beispiel dafür ist das Verb wiederholen, hat wieder geholt. Wiederholen bedeutet hier etwas an seinen Ort zurückholen. Wir holen den Ball wieder. Man kann auch sagen, wir holen den Ball zurück. Der Hund hat den Stock wieder geholt. Der Hund hat den Stock zurückgeholt. Wir wissen aber, dass Wiederholen eine andere Bedeutung hat. Das Präfix wieder ist aber in diesem Fall untrennbar. Wiederholen hat wiederholt und bedeutet etwas noch einmal sagen. Ich wiederhole die wichtigen Punkte. Sie hat seine Fragen wiederholt. Da ist wieder untrennbar und wiederholen bedeutet hier etwas noch einmal sagen. Jetzt fassen wir zusammen. Wir haben in diesem Video die gemischten Präfixe kennengelernt, Präfixe, die trennbar und untrennbar sein können. Diese Präfixe sind durch, hinter, über, unter, wieder und wieder. Es bleibt aber noch zu sagen, wenn diese Präfixe trennbar sind, ist die Bedeutung normalerweise konkret und wenn sie untrennbar sind, ist die Bedeutung
abstrakt. Zum Beispiel das Präfix wieder mit dem Verb holen. Wiederholen als trennbares Verb hat eine konkrete Bedeutung. Da haben wir noch die Bedeutung von holen mit der Bedeutung von wieder. Wieder bedeutet noch einmal und wir wissen, was holen bedeutet. Wiederholen bedeutet hier einfach ganz konkret etwas zurückholen. Aber wenn wieder untrennbar ist, wiederholen im Sinne von etwas noch einmal sagen, da ist die Bedeutung von wiederholen abstrakt. Da haben wir nur die Bedeutung von wieder, aber die ursprüngliche Bedeutung von holen ist hier verloren gegangen. Holen bedeutet hier nicht holen, wiederholen bedeutet einfach etwas noch einmal sagen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!